Hey ihr Süßen, wir haben heute Post bekommen und zwar haben wir uns die Temtem Collectors Edition bestellt. Anton, was ist Temtem eigentlich? Temtem ist ein MMORPG, das sehr stark von einem gewissen Monstersammelspiel inspiriert wurde. Es gibt viele Parallelen zu Pokémon, jedoch hat Temtem seine ganz eigene Persönlichkeit und den ein oder anderen interessanten Twist. Hier mal im Schnelldurchlauf. Es gibt 12 Typen: Feuer, Natur, Wasser, Blitz, Mental, Erde, Wind, Kristall, Digital, Kampf, Gift und Neutral. Es gibt ein Starter-Trio, aber nicht mit Feuer, Wasser und Pflanze, sondern mit Kampf, Mental und Kristall. Anders als in Pokémon kann man die anderen Starter aber auch im Laufe des Spiels fangen. Genau wie in Pokémon gibt es auch in Temtem Monsterchen in einer seltenen Farbvariation. Da heißt es aber nicht Shiny, sondern Luma. Das Spiel ist für Koop oder generell Multiplayer ausgelegt, deswegen MMORPG. Man kann seinen Charakter freigestalten, ein Haus besitzen und es gestalten, wie man will, und selbst die Story mit ihren Quests gemeinsam bezwingen. Während es in Pokémon eher seltener zu Doppelkämpfen kommt, besteht Temtem nur aus solchen Kämpfen. Es gibt eine Stamina-Leiste. Das allein sorgt schon für deutlich mehr Tiefe im Kampfsystem, weil man abwiegen muss, ob man einen weiteren Angriff machen kann oder sich doch lieber ausruht. Es gibt dann noch die eine oder andere Überraschung, die ihr aber auch gerne selbst herausfinden dürft. Bis jetzt gibt es ca. 160 verschiedene Temtem und die Entwickler wollen den Spielspaß lange am Leben erhalten, weswegen weitere Temtem nicht ausgeschlossen sind. Temtem beschreibt sich selbst als die nächste Stufe der Monstersammelspiele. Würdet ihr dem zustimmen? Es ist bereits seit 2020 für den PC erhältlich und war lange im Early Access. Doch jetzt schafft es dieser erfolgreiche Pokémon-Klon auf die Konsolen und sogar auf die Nintendo Switch. So, nachdem wir jetzt alle wissen, was Temtem ist, würde ich sagen, wir starten direkt und machen diese schöne Box auf. Das ist eine sehr stabile Box. Ich glaube, das wird irgendwie böse jetzt. So. Okay. Guck mal, nur auf 2 Seiten. Oh Gott sei Dank. Also ich muss sagen, ich finde, für den Preis ist das ziemlich gute Quali. Vor allem, ich finde die Farben auch perfekt und süß. Ja, voll. So richtig angenehm. Das hier, das ist vom Typ Mental. Das hier ist vom Typ Kampf. Aha. Und das hier ist vom Typ Kristall. Also das sieht aus wie eine Schildkröten-Dinosaurier etwas. Ja, ich glaube, es ist so eine Art Schildkröte tatsächlich. Das ist ja auch das Starter-Trio von Temtem. Ah ja, also funktioniert es eigentlich so wie Pokémon. Genau, es hat dasselbe wie bei Pokémon im Endeffekt, nur nicht mit Feuer, Wasser und Pflanze, sondern Kristall, Kampf und Mental. Verstehe. Weil das Ding erinnert mich an Psiau. Ich würde sagen, dass wir das am Schluss aufmachen. Was auch immer das ist. Aber das sieht aus, als würde es jeweils zu den Startern passen farblich. Legen wir das hier mal zur Seite und schauen uns die hier doch zuerst an. Ja, Pins. Pins, ja. Die sehen aber auch sehr massiv aus, ne? Ja, wie Pins. Mit Pins machst du eh nicht viel falsch. Nö, wir haben eine Pins-Sammlung. Genau. So, ansonsten haben wir das hier noch. Oh, das sind solche Aufnäher. Da sind, glaube ich, mehrere drin. Genau. Ich friere mir da mal rum. Ah, die sind ja niedlich. Ein Baby-Einhorn. Das ist ein Fisch. Ein Baby-Einhornfisch. Und diesen Mini-Einhornfisch. Wal. Etwas. Was auch immer das ist. Genau, ne? aber das erinnert mich auch ein bisschen an Wall-E. Die heißt Stimmt, Iva. Iva. Dann haben wir noch das hier. Ich nehme grün. Okay, nimm grün. Okay, fange ich mal an. Ich weiß, was das ist. Süßigkeiten? Nein. Nee. Und zwar... Ein Acrylständer, oder? Das sind Acrylständer. So. Na, kann man aufstellen. Und gleichzeitig, das sind so gesehen die Pokebälle von Temtem. Sowas. Also die tun sich quasi einfahren zu so kleinen Vierecken. Und die kann man dann schmeißen und dann bildet sich dann quasi dieses Bildchen da. Oh, wie süß, ich habe einen Drache. Okay. Ich hab's gepackt. So, und wir haben einen Dino. Okay, das war's. Ja, also ich habe gedacht, das Spiel wäre noch dabei, aber dann deswegen ist es wahrscheinlich so günstig. Ich dachte eigentlich auch, dass das Spiel dabei wäre. Das finde ich gerade sehr schade, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht sollte man nächstes Mal lesen, was in der Beschreibung steht. Ja. Ja, weil wir gingen jetzt davon aus, dass das Spiel mit dabei ist, was ja nicht der Fall ist. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre nämlich die perfekte Collectors Edition. Ganz wichtig, eure Meinung ist jetzt gefragt. Und zwar, was sagt ihr zu Collectors Editions, wo das Spiel nicht dabei ist? Klar, zum Sammeln gibt es immer was, aber ich meine, mich zu erinnern, dass da auch das Switch-Icon drauf war. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich täuschen lassen, als ich das bestellt habe, weil ich davon ausging, dass das Spiel halt automatisch mit dabei ist.
weil das ja normalerweise so ist von einem Spiel. Also wir kaufen uns Collectors Editions, weil wir das Spiel ja auch irgendwo interessant finden und es ja dann auch spielen wollen. Deswegen ist es irgendwo sehr schade, dass es jetzt nicht dabei ist. Genau, deswegen ist das Video, würde ich sagen, relativ kurz diesmal. Eigentlich schon, ja. Ja, das ging jetzt schneller als irgendwie Pokémon-Karten öffnen. Naja, okay, gut. Dann sehen wir uns doch. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen.